Hi guys! Today's episode of the Electronic Corner will please especially our German followers, since our guest, Projekt Ortschild, will speak in German. For all the others, this is not a problem because, as we have seen with Sound Project 21, who was speaking in Portuguese, we have subtitles, so please just remember to click on the subtitle icon while watching this video on YouTube. And make sure to watch it until the end, because we're going to have some modular fun with our friend Oliver. So, no more wasting time, let's go to meet Projekt Ortschild. As we always do when our guest speaks a language other than English, we use a series of pre-recorded videos. So, my first question to Oliver was, tell us about your origin as a musician. For example, were you always playing solo or did you start in a band? Hallo Sergio, freut mich, dass ich hier sein darf. Musikalisch komme ich eigentlich eher aus der Punk, Post-Punk, Hardcore Richtung, beziehungsweise ich habe auch viel Alternative Rock gehört, beziehungsweise Doom Metal oder Stoner Rock, aber halt auch viel Minimal sind, irgendwie immer schon. Und mein erstes musikalisches Projekt war, da habe ich gesungen in einer Straight Edge Hardcore Band. Und danach war längere Zeit Pause und dann habe ich in zwei, ja, kann man sagen, Hamburger Schule-Projekten gesungen. In your latest release, we have songs like Schwarzmalerei, Heaven is Gone, Schwarz und Leer, just to give some examples, and whose lyrics are quite pessimistic. Without going too personal, can you tell us what inspires you to paint, since we're talking about Malerei, such a dark and hopeless word in this album? Schwarzmalerei ist in der Pandemie entstanden und die Zeit war dunkel und pessimistisch und ja, klar hat das auf jeden Fall mit eine Rolle gespielt in dem Ganzen. Zu lange ist ein Song, den ich meiner Mutter gewidmet habe, die 2021 nach langem Leiden verstorben ist. Gut, der Titelsong Schwarzmalerei, der spiegelt so ein bisschen auch das wider, wie ich auch ticke, wie ich denke. Ich denke halt immer, ja, wenn man vom Schlimmsten ausgeht, dann kann man eigentlich nur noch positiv überrascht sein. Und Schwarz und Leer, das ist ein Song, der geht ja halt eigentlich um diese Vorfälle am Djatlov-Pass, diesem mysteriösen Verschwinden von diesen Studenten. Und Heaven is Gone Away, ja, das war einfach ja irgendwo auch von der Pandemie geschuldet, das Ganze, das Hoffnungslose. On the contrary, Neue Lebensräume, a much older album with its 8-bit sound so reminiscent of arcade video games, convey a much more cheerful atmosphere. Can you tell us something about this specific album? Gut, Neue Lebensräume, das ist ja auch schon sehr lange her, als ich das produziert habe, und da habe ich immer irgendwo den inneren Drang verspürt, meine Musik müsste sich anhören wie damalige Computerspiele aus den 80ern, der SID-Sound vom 64er oder der 8-Bit-Sound vom Gameboy, das hat alles da eine Rolle mitgespielt, weil das auch irgendwo so meine Interessen wiedergespiegelt hat. Und von daher, ich habe probiert, diese Sounds halt dem Ganzen anzulehnen. Textlich ist das Album aber auch eigentlich eher pessimistisch. Es klingt vielleicht irgendwie ein bisschen ja funny durch die 8-Bit-Sounds, aber im Ende, ja, die Texte sind genauso pessimistisch wie auf allen anderen Alben auch. Why did you take such a long pause before releasing new material? Ja, mir ist ehrlich gesagt, ja, die Batterien waren leer. Da kam nichts mehr. Ich habe einen kreativen Beruf und Kreativität ist irgendwo endlich, und ich habe die Musik für lange Zeit an den Nagel gehangen, und
dachte auch nicht, dass ich nochmal mit anfange. Also ich habe immer zwischendrin mal so ein bisschen, aber ja, die Pandemie hat irgendwo nochmal bei mir neue Energie entfacht, musikalisch weiterzumachen. Which is your favorite gears among the stuff you have and why? Ähm, Kurz gesagt ist es das Modularsystem. Eigentlich eine sehr neue Leidenschaft, aber ich habe viele verschiedene Synthes, ähm, aber irgendwo momentan mache ich fast alles mit dem Modularsystem. Und wie der Name schon sagt, es ist modular. Ich baue permanent neue Teile ein und ja, es ist einfach sehr, sehr vielfältig. If you had an unlimited budget, what would you buy for your studio and why? Hm, früher hätte ich gesagt, ich will eine ganze Handvoll Retro-Synthes haben und ja, aber mittlerweile bin ich von dem Gedanken komplett weg. Wie ich ja schon sagte, mache ich eigentlich alles nur noch mit einem Modularsystem. Es gibt Filter von den ganzen alten Synthesizern, die ich auch im Modularsystem verbaut habe. Das heißt, der Sound ist irgendwo noch da. Klar, es ist nicht der Original-Synthesizer, aber wir leben ja auch nicht mehr in den 80ern. Es wird auch nicht mehr so aufgenommen wie in den 80ern. Und von daher, ja, die Zeit ist vorbei und man muss ein bisschen auch sich weiterentwickeln. Deswegen, ja, kann ich die Frage eigentlich so beantworten. Ja, mehr Module fürs Modularsystem und das reicht mir schon. It looks like you don't play live, or at least I could not find anything in internet. Are you planning to play live now that you have a new album coming out? In der Vergangenheit, also vor meiner musikalischen Pause, habe ich live gespielt und das hat auch alles richtig Bock gemacht. Und klar habe ich darüber nachgedacht, nochmal live zu spielen, aber mir fehlt die Zeit. Also das Leben kam dazwischen. Also ich habe einen Beruf, ich mache ja auch die Musik, das braucht auch Zeit und natürlich habe ich auch ein Leben und ich kann das nicht mehr. Also das ist leider so. It looks like there's some big news coming out right on these days, so what I said before about Schwarzmalerei being your latest release may no longer be true. Can you tell us something more about it? Es ist nicht nur etwas in Planung, es ist sogar schon etwas passiert. Es ist jetzt am 17. November ist ein neues Album rausgekommen. Das heißt Negative Aktivität. Ist auch auf Kassette rausgekommen. Und auf 100 Stück limitiert, aber ansonsten auch natürlich digital erhältlich bei Bandcamp. Das Album ist größtenteils mit dem Modularsystem produziert, klingt auch anders als alle anderen, wie ich finde. Thematisch hat es sich auch ein bisschen verändert von den Texten her. Es geht viel um Geld, den Kapitalismus und wie er die Welt kaputt macht. Und egal, ich will nicht zu viel verraten, hört einfach mal rein. That's great. Now, as I said in the presentation, we are going to have some modular fun in the studio demonstration. So, can you tell us a bit more about what you're going to show us? Ich werde euch einfach ein paar Patches zeigen auf dem Modularsystem. Ich lasse einfach über die DAW ein paar Drums laufen und ein Arpeggio und dann könnt ihr mal sehen, was da alles rauszuholen ist. So, also bevor es losgeht, noch eine kleine Info. Anfang 2024, wahrscheinlich so im ersten Quartal, wird beim Label Minimalkombinat noch eine Vinyl rauskommen. Das ist sowas Ähnliches wie eine Best-of. Spiegelt so ein bisschen die Geschichte von Projekt Ortsschild wider und folgt Minimalkombinat bei Facebook. Dort könnt ihr euch das Ganze auch schon vorbestellen.
Ja, freut euch drauf. Dann geht's jetzt los. Jetzt kommt das Gate in ein Envelope. Und vom Envelope geht's in den Amplifier. Dann die Steuerspannung für die Noten in den Oszillator. Dann gehe ich mit einem Bass raus in den Mixer. Jetzt hört mal, wie sich das Ganze anhört. Jetzt kommt er in ein kleines Destroyer-Modul. Und jetzt nochmal geht's raus. Ab in den Amplifier. Und vom Amplifier dann nochmal in den Mixer. Jetzt nehme ich eine Clock aus dem Clock Divisor. Schalte ich hier ein paar Drums bei. Damit die Drums ein bisschen Abwechslung bekommen, würde ich jetzt gleich aus dem Sequencer die Bassdrum steuern. Der Sequencer hängt an der Glock. Jetzt nehme ich mir einen Sägezahn aus dem Oszillator und gehe in einen Filter und gehe mit dem Filter nochmal raus in einen weiteren Amplifier und dann nehme ich mir nochmal das Gate-Signal und das geht dann ab in den Envelope. Und der Envelope halt wieder in den Amplifier. Dann geht's raus in den Mixer. Das kann man genauso lassen. Jetzt ein bisschen Filtermodulation. Ich werde jetzt noch dem Ganzen einen Effekt hinzufügen. Jetzt geht es ab ins Effektmodul. Das ist ein Spring Reverb Delay. Kommt auch noch dazu gleich. Jetzt kann man noch ein bisschen herum experimentieren. Pulswelle. Damit geht es jetzt in den Wave Folder. Und dann geht es vom Wave Folder in ein Low Pass Gate. Ansteuern werde ich es jetzt nicht mit einem Gate-Signal, sondern mit einer
Block aus dem Block hier raus. Das ist nämlich noch das Signal, also das Trigger-Signal von der Drum und synke damit den LFO und modelliere leicht damit den Wavefolder. Das war's schon. Also so kann man innerhalb von ein paar Minuten halt ja, sag ich mal, so ein Grundgerüst für einen Song schaffen. Ja, und dann verabschiede ich mich hier an dieser Stelle und sage vielen Dank, dass ich hier sein durfte und ja, tschüss. That's it for today. If you enjoyed this episode, please let me and Oliver know in the comments to this video. And remember, just like any other episode of the Electronic Corner, the interview is also available in written form on my website. The link is in the description of the video. So take care and see you next week for a brand new episode of the Electronic Corner.